Good morning. Zeit für Thailand. I'm tired. Bevor es überhaupt losgeht, müssen wir erstmal unsere Wäsche abholen. Die sollte eigentlich gestern Abend schon fertig sein, aber der Laden war schon zu gewesen. Und jetzt sind wir so ein bisschen im Zeitstress, weil wir müssen noch packen, um 11 Uhr die Fähre nehmen. Aber ja, wird schon irgendwie alles klappen. Hello, good morning. I need to pick up the laundry. Oh. Yesterday. Okay, fine. Thank you. Maggie, Frühstück da? Yes, gutes Timing. Das müssen wir schnell essen. Kannst du den Leuten mal kurz erklären, was wir eigentlich so vorhaben? Ja, also wir sind jetzt gerade in Georgetown auf Penang Island hier in Malaysia, machen uns aber heute auf den Weg nach Thailand, wissen aber noch nicht ganz genau, ob wir das überhaupt dahin schaffen. Also wir nehmen jetzt gleich erstmal eine Fähre rüber nach Butterworth, hier aufs Festland, fahren dann von da mit dem Zug Richtung Grenze nach, wie heißt das? Padang Besar. Padang Besar. Und dann gibt es angeblich von da aus einen direkten Zug nach Bangkok, der so 19 Stunden fährt, aber wir wissen nicht, ob wir den kriegen, weil der kann man online nicht buchen und ja, wir fahren einfach mal hin und schauen. Halbe Stunde Zeit, dieses Chaos hier zu beseitigen. Weißt du das? $12.35, yes. How many tickets? 2. 22.80 cents. Thank you so much. Also ich sag mal so, bisher haben wir halbwegs gewusst, was wir tun, zumindest wie wir hierher kommen. Aber jetzt gar kein Plan mehr, wie der Grenzübergang ist, ob das der gleiche Bahnhof ist, ob der in Malaysia liegt oder in Thailand. Ja, keine Ahnung, haben wir nicht so richtig recherchieren können, aber gehört halt immer dazu. Und werden wir hier alles schon vor Ort herausfinden. So the ticket counter opens at 3 and the train leaves... Ah, okay. Okay, thank you. Thank you. Okay, ja dann warten wir einfach ein bisschen hier, oder? Ja, ich würde mal sagen, wir grabben was zu essen und dann kommen wir wieder. Ich freue mich auf Thai Food. Thai Food auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Nasi Goreng, oder? Yes. Vor allem, wenn man es irgendwie 30 Mal gegessen hat jetzt in den letzten Tagen. Trotzdem guten Appetit. Guten Appetit. Okay, thank you. So ist jetzt leider das eingetreten, was wir befürchtet haben. Ja, wir hatten schon gelesen, dass der Zug nicht so groß ist und dass man die Tickets im Vorhinein kaufen soll, aber wir konnten es online nicht machen. Jetzt waren wir hier und haben erfahren, dass der Zug schon voll ist heute. Also wahrscheinlich kommen wir nicht mehr nach Bangkok. Wir haben jetzt ein anderes Ticket gekauft nach Hat Yai, das ist nicht so weit weg von der Grenze und schauen dann, ob wir da nochmal weiterkommen. Wir sind jetzt hier durch die Immigration, also Ausreise aus Malaysia und Einreise nach Thailand und sind hier auch schon im Zug drin. Und wir haben doch noch eine Hoffnung, wie wir vielleicht direkt nach Bangkok kommen. Und zwar sind wir jetzt ja hier im Zug nach Hat Yai, der um 15 bzw. 16 Uhr losfährt. Es kommt auch immer darauf an, welche Zeitzone man nimmt, weil es gibt eine Stunde Zeitverschiebung zwischen Malaysia und Thailand. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist der Zug früher da, als der, den wir ursprünglich nehmen wollten, den Nachtzug. Weil der fährt nämlich auch über Hat Yai und wird da mit einem anderen Zug, der schon aus Thailand kommt, gekoppelt. Und in diesem Zug soll es dann noch mehr Schlafwagen geben. Das heißt, wenn wir in Hat Yai ankommen, können wir nochmal fragen, ob wir vielleicht dann da in den gleichen Zug, den wir halt von Padang Besar eigentlich nehmen wollten, in Hat Yai nehmen können. Und ja, hoffen wir mal, dass es noch klappt, sonst müssen wir eine Nacht in Hat Yai verbringen und gucken, ob wir die Tickets für den nächsten Tag kaufen können. Und wie sind die Toiletten? Naja, es ist so ein Loch, aber besser als keine. Also so macht Zugfahren auf jeden Fall mal richtig Bock. Nicht so moderne Züge mit Klimaanlage, sondern einfach hier so ein alter Klapperzug mit Fenster unten. Das ist richtig nice. Wir haben jetzt so eine Stunde Fahrt ungefähr vor uns. Wir haben jetzt 45 Tage lang Aufenthalt in Thailand bekommen. Mussten auch nichts vorzeigen, kein Visum, kein Ausreiseticket und so weiter. Also easy going. Freuen uns auf jeden Fall schon mega auf Bangkok. Auch wenn wir nicht wissen, wann wir ankommen, aber ja, wird schon alles. Welcome to Thailand. Ich kriege gerade so krasse Flashbacks. Ich war 2011 schon mal in Thailand gewesen für knapp 2 Monate. Das war mein erster Backpacking-Trip. Und hier dieses Zugfahren, das haben wir damals auch gemacht. Mit 3 Freunden waren wir unterwegs. Da hat alles begonnen, die Leidenschaft zum Backpacking. Ich sag mal, wenn der Urlaub nicht gewesen wäre, dann wären wir jetzt wahrscheinlich nicht hier. Und auch wenn wir Thailand nicht so lang bereisen, weil wir eigentlich nur nach Bangkok fahren und dann weiter nach Kambodscha, weil ich halt schon hier gewesen bin. Es ist schon ein cooles Gefühl, wieder hier zu sein, muss ich sagen. Es ist auch cool, das erste Mal hier zu sein. Ja, First Timer. Hier steht drauf, Hat Yai Bangkok. Den versuchen wir jetzt noch zu kriegen. Today? Tomorrow also full? Oh.
tomorrow โอ้ฟูนอ่ะฟูนตอนนี้ no ฟูน We back a full. All full. holiday Day, day after tomorrow. Monday. lower ฟูน apple Upper. apple 1,005 baht Cash. Cash only Okay, we come back. Ist alles nicht so einfach, weil gerade sind irgendwie Feiertage oder bald Feiertage. Dementsprechend sind die ganzen Züge und Busse voll. Wir hatten auch mal nach einer Busoption gesucht, aber das ging jetzt auch nicht. Und jetzt buchen wir den Nachtzug für übermorgen, weil wir auch Angst haben, dass der dann auch weggeht. Und habe jetzt noch ganz schnell Bargeld abgeholt, weil man nicht mit Karte zahlen kann. Und ja, so ist es halt manchmal. Aber die Leute sind sehr hilfsbereit. Das haben wir jetzt schon überall auf der Welt gesehen und sind sehr dankbar dafür und haben so auch einen ersten guten Eindruck von Thailand. Und hoffen wir jetzt, dass der Counter noch offen hat, weil er hat nämlich gesagt, er macht gleich zu. Ist er noch offen? Ja. Ja. ja Okay. Wir haben jetzt schon mal Tickets für den Zug übermorgen gekauft, bevor der dann auch noch voll ist. Der scheint nämlich auch schon recht gut gebucht zu sein. Wir haben jetzt noch 2 Betten oben bekommen und haben 1000 Baht pro Person gezahlt. Jetzt müssen wir halt hier 2 Nächte in Hat Yai verbringen. Ist halt manchmal wie es ist, kann man jetzt nicht ändern und ist auch gar nicht schlimm. Und jetzt müssen wir aber noch SIM-Karten besorgen. Die haben uns hier gesagt, wo wir die kaufen können, damit wir noch ein Hostel buchen können, ja, dass wir dann hier 2 Tage verbringen. First things first, erstmal wieder mobile Daten holen. Ja, und das ist mega günstig. Wir haben jetzt Unlimited Internet, 7 Tage, irgendwie 150 Baht, also nicht mal 4 Euro. Wie heißt der Anbieter hier? AIS. AIS. So, jetzt müssen wir nur noch eine Unterkunft finden. Und dann unbedingt was essen gehen, ich habe Todeshunger. Wir machen uns auf die Suche nach dem Hostel. Yes. Grand Plaza. Nicht Backpacker-freundlich. Nicht im Budget. Laufen wir einfach mal rum. Bei Booking haben wir nichts Cooles gefunden. Do you also belong to the hostel? Yes. Yes? You booked already or No. Do you have a free room? 550 per room. Okay. Can we see the room? Okay. Willkommen in unserem Zuhause für die nächsten 2 Nächte. Also das ist jetzt nichts Besonderes hier, aber für unsere Verhältnisse ist es auf jeden Fall okay. Ja, aber für euch vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen, wie so der Reisealltag aussieht. Vor allem, wenn irgendwie nichts klappt wie geplant. Aber das gehört besonders auf Weltreise einfach dazu. Und wir haben ja auch keinen Zeitstress. Und dann kommt man halt irgendwie in ein neues Land, hat noch kein ATM gefunden, muss irgendwie eine SIM-Karte suchen. Hostels, jetzt gehen wir noch was essen. Hier war sehr nice Streetfood. Helen ist auf jeden Fall schon ein bisschen hangry. Es wird Zeit, dass wir was zu essen gehen. Ja. Deine Musik, beste Musik. Germany Germany And you? I organize you come from here yeah wow Nice here. nice yeah We like it. Music is great. music and art and activity Very cool. Yeah. เมื่อก่อนวันก่อนนะคนจังหวัดน่าน สู่ใจของใครคนหนึ่งซึ่งจากไกลไม่ได้ข่าวคราวนั้นน่าเป็นห่วงเธอบอกอย่าโดนมาทุกใครใส่เลยขอบคุณค่ะพี่นาWir kommen ja gerade aus Malaysia, waren auch in Kuala Lumpur bei der Jalan Alor, einer der bekanntesten Streetfood-Straßen überhaupt. Und waren auch in Georgetown auf Penang, einer der Orte, der für Streetfood eigentlich weltbekannt ist. Aber ich muss sagen, hier Hat Yai muss sich davor gar nicht verstecken. Hier gibt es wirklich alles. Wir haben auch schon Nasi Goreng gegessen, Pad Thai, haben uns noch Mango Sticky Reis mitgenommen. Hallo. Und ja, wir wollen es euch auf jeden Fall mal nicht vorenthalten. Und wir sind eigentlich ganz froh, dass wir gerade bei so einem coolen Fleckchen Erde gelandet sind, ohne davon jemals vorher gehört zu haben. Aber ja, jetzt machen wir uns mal so langsam auf den Weg nach Bangkok. Zwei Tage später, wir sind wieder zurück am Bahnhof, haben jetzt kurz vor 6 und gleich startet unser Zug nach Bangkok. Ja, wir haben die Zeit hier in Hat Yai ganz gut rumgebracht, waren im Gym, haben ein bisschen was am Blog und an Videos gearbeitet, aber an sich ist jetzt kein Ort, den man sehen muss. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf unsere Zugfahrt und wie der Zug so von innen aussieht. Haben wir unsere Plätze? Wir haben hier 21 und 23 die beiden oberen Betten. Leider nicht zusammen. Das, was jetzt hier gerade noch 2 Sitze sind, kann man dann so zusammenschieben. Dann ist es hier ein Bett und das obere kann man einfach einmal runterklappen. Dann gibt es auch Vorhänge. Und ja, jetzt erstmal kann man hier sitzen, hat einen kleinen Tisch, also ist jetzt nicht so schlecht.
So, wir sind jetzt im Nachtzug auf dem Weg nach Bangkok. Wir haben 18 Stunden Fahrt vor uns, also wird eine ganze Weile dauern. Es ist jetzt 5:45 und morgen um 11:30 Uhr kommen wir an. Wir sind zwar gerade erst losgefahren, aber trotzdem haben wir schon alle ihr Bett machen lassen. Wir warten damit noch ein bisschen, bis wir einfach noch ein bisschen Zeit haben, hier zu sitzen und auch noch gleich zu essen. Außerdem sind die Plätze neben uns auch noch frei, aber wir haben schon mal nachgefragt. In 4 Stunden bei der nächsten Station steigen noch 2 Leute dazu. Dann lassen wir auch das Bett machen, aber so lange chillen und essen wir hier erst noch ein bisschen was. Don Chachas für Pizza hat, aber wir haben, glaube ich, in den letzten 2 Monaten Reis für unser Leben gegessen. Auch ab und zu mal was anderes. Es gab nur Pizza Hut in Hatja, von daher verzeiht uns. Hat es aber nicht so gut überstanden, den Transport. Schmeckt? Besser als Ausstieg. Wichtigstes Utensil in Asien für Busse und Züge. Lange Socken und Pulli. Brauchen wir hier mehr als in den Anden in Südamerika, weil die einfach die Klimaanlage so krass runterkühlen. Aber Es ist jetzt schon so kalt. wir sind einfach prepared. Alpaka-Socken mit Sandalen. Style? Richtiger Einmann-Style. Mit Alpaka-Socken, richtiger Allmann, gell? Eine Sache, auf die ich auch sehr gespannt bin, sind die Toiletten hier an Bord. Also ich bin früher hier schon öfters mal Zug gefahren. Da waren es, wenn überhaupt, nur so Hockklos. Und schauen wir mal, wie es hier aussieht. Oh, nice. Richtige Toilette hier drin. Neben den normalen Toiletten gibt es ja auch noch ein Pissoir für die Herren. Das ist natürlich sehr praktisch, dass die andere Toilette ein bisschen sauberer bleibt. Und da gibt es auch Klopapier auf den normalen Toiletten. Generell die Hygiene hier extrem sauber, fließend Wasser. Also kann man echt nicht meckern. Gibt es einen Daumen nach oben. Und hoffentlich auch für dieses Video. Vielen Dank. Die anderen beiden Gäste sind jetzt doch schon früher zugestiegen. Also wir haben jetzt gerade 19 Uhr und die wollen jetzt hier auch direkt das Bett gemacht bekommen haben. Das heißt, es war jetzt vorbei mit dem sitzenden Teil. Wir müssen uns jetzt ins Bett legen und haben jetzt noch 17 Stunden vor uns. Wir rollen jetzt weiter und ich würde sagen, für heute beenden wir es auch, weil wahrscheinlich wird nicht mehr viel passieren. Helen wird nach einer Stunde einschlafen. Ja. Ich schneide noch ein bisschen dieses Video und das letzte aus Kuala Lumpur. Das könnt ihr euch hier oben anschauen. Und ja, das war's dann. Falls ihr nicht so fleißig sein wollt, ist auf jeden Fall auch mal ein guter Tipp, wenn man sich Podcasts runterlädt oder vielleicht eine Netflix-Serie oder so. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich mich jetzt hinlegen kann und zudecken, weil es ist saukalt hier drin. Also nicht mal mit den Pullis wie uns. Die Kinder sind hier auch wohl sehr interessiert. Ja, wir sind die einzigen Farangs hier, glaube ich. Die einzigen Gringos. Die einzigen Gringos, die einzigen Bullies. Ja. Also, Zeit fürs Bettchen? Okay. Nochmal kurz zur Länge der Betten. Also es geht gerade noch so. Für mich, ich bin 1,85 und liege jetzt hier beim Kopf an der Wand und die Füße berühren auch die Wand. Gerade noch so. Ich würde sagen, für jeden, der größer ist und spätestens ab 1,90 wird es dann schon arg eng. Aber es ist auch breit genug, so dass man die Füße ein bisschen anziehen kann. Von daher geht es auf jeden Fall schon klar. Und wir schaukeln uns jetzt mal so ein bisschen in den Schlaf. Also gute Nacht und bis morgen. Sawadee-Kap, amigos. Wir haben jetzt 8 Uhr morgens und haben die Nacht hinter uns gebracht. Und das war schon ganz okay gewesen. Also so eine Schlafmaske oder irgendwas über die Augen machen ist auf jeden Fall hilfreich, weil die Lichter sind die ganze Nacht an und gerade wenn man oben liegt, ist es sauhell. Und ja, oben wackelt es auch ein bisschen mehr, weil man so die Erschütterungen mehr spürt. Aber ja, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Und jetzt gucken wir mal, wie es der Helen geht. Morgen. Ist schon wach? Ja, aber nicht so fit. Wie war die Nacht? Also es war jetzt nicht so mega bequem, fand ich. Ich habe ziemlich Rückenschmerzen. Ja, die Betten waren schon hart. Ja, und so ab 5 Uhr oder so waren die Leute dann wieder wach, aber dadurch war es, also dafür war es halt gestern ab 20 Uhr ruhig oder so. จัดได้ทีนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ได้ Die Betten werden jetzt wieder umgeklappt. Sehr nice. Is okay? Yes, yeah, that's good. Thank you so much. Thank you. Unsere Sitznachbarin hat uns gerade schon erzählt, dass wir heute auf jeden Fall Verspätung haben werden. Aufgrund von starken Regenfällen ist das Gleisbett überflutet und wir warten jetzt hier in Hua Hin an der Küste. Und ja, es wird mit Sicherheit 2, 3, 4 Stunden Verspätung haben, bis wir in Bangkok ankommen. Es ist halt gerade so die Transition zwischen Regenzeit und Trockenzeit und aktuell regnet es noch ziemlich viel. Es geht weiter, wir fahren wieder. Nice. Hier sieht man mal, wie krass überflutet das alles ist, also quasi direkt neben den Gleisen. Okay, so this is like the most flooded part here. Right. And they have to drag. You know, They drag the train right now. Right. Ah, really? With another train? Yeah.
the officer told me that Yeah. they just waiting one by one, Yes. and they have a the head of the train, you Yeah, know, yeah. just pull down. Kuppelgam. Ach ja, die Thais sind so freundlich, geben uns immer regelmäßig Updates. Voll cool. Aber ja, ich glaube, jetzt weiß man auch, wieso es einfach länger dauert. Ich meine, schaut euch an, wie hoch das Wasser hier steht. Bei der Deutschen Bahn hätte sich gar nichts mehr bewegt. Ich würde gerade sagen, wie hätte die Deutsche Bahn das Problem gelöst? My name, Norman? Norman. Norman. Any name? Che. Che. Yes. Nice to meet you. Wir sitzen jetzt seit fast 24 Stunden hier im Zug und haben wahrscheinlich auch noch 2 weitere vor uns, bis wir in Bangkok ankommen. Also es war natürlich schon echt lange gewesen, aber jetzt scheint die Sonne so, als ob nichts gewesen wäre. Die Aussicht ist richtig schön, es gab was zu essen, von daher kriegen wir jetzt die letzten 2 Stunden auch noch ganz gut rum. Wir nähern uns jetzt Bangkok so langsam und wir haben jetzt hier gerade nochmal Kekse und auch Wasser umsonst bekommen. Und ich glaube, man sieht es auch und hört es auch. Also die Leute sind einfach alle gut drauf, obwohl wir jetzt irgendwie 5 Stunden Verspätung haben oder so. Keiner ist genervt, die Leute lachen und das überträgt sich auch so ein bisschen auf uns. Also wir sind eigentlich auch ganz entspannt und ja, warten einfach, bis wir irgendwann da sind. Für das Wetter kann ja keiner was und die Mentalität ist echt nice. Auf jeden Fall jetzt Spaß. Ja, das hat sie gemalt. So, gleich sind wir da. Wir fahren hier gerade über den Chao Phraya, den Fluss, der durch Bangkok fließt. Also kann sich nur noch um Minuten handeln. Redet! 26 Stunden später. Yes. Statt der geplanten 18 Stunden 26,5. Egal. Aber wir sind da. So, vielleicht noch mal kurz dazu, warum wir eigentlich diese ewig lange Zugfahrt auf uns genommen haben. Also wir versuchen einfach auf Weltreise so wenig wie möglich zu fliegen. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Hier war es auf jeden Fall möglich, eine Alternative zu wählen. Und ich bin mir sicher, dass diese lange Zugfahrt auch viel cooler und spannender war als ein kurzer Flug. Ja, mich würde mal interessieren, wie euch dieses Video so grundsätzlich gefallen hat. Normalerweise versuchen wir eher so informative Sachen zu posten mit Hintergrundinformationen. Jetzt ist es mal so ein bisschen eher so Daily Vlogging mit Alltagsmomenten. Von daher, ja, ehrliche Meinung bitte mal in die Kommentare, was euch davon besser gefallen hat. Feedback würde uns auf jeden Fall freuen. Und jetzt erkunden wir mal ein bisschen Krung Thep, wie die Thais zu Bangkok sagen. Und das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Auch Einreise. Ah, Also kommt das rein, was ja, ich ja, gemacht ja. habe? Nein, das kommt nicht rein. Achso. Hä? Also ich weiß jetzt gerade irgendwie, nee, mach selber bitte. Was soll ich dann sagen? Das, Horst, ich weiß nicht, was du von auf dem Weg nach Bangkok. Kannst du das bitte lassen? Jetzt verbringen wir halt 2 Nächte hier in Hoi An. Was Hat denn? Jai. Oh, was habe ich gesagt? Hoi an.